Hallo und herzlich willkommen zum letzten Video hier auf dem Kanal rund um meine Brickworld. Die letzten Stunden des Jahres 2022 sind angebrochen und das Jahr 2023 steht vor der Tür. Und das wird auch ein großes Jahr vermutlich für die Brickworld sein, denn es wird das erste Jahr sein, in dem die Stadt von Anfang an hier in den neuen Räumlichkeiten ist. 2022 haben wir ja einiges an Zeit verloren. Dadurch, dass ja der Umzug noch war, die ganzen Umbauarbeiten, das hat ja einige Zeit gekostet, deutlich mehr als ich dachte. Und im nächsten Jahr werden wir deutlich mehr Zeit haben, wieder um hier Projekte anzugehen, Projekte abzuschließen, Lücken zu schließen und vielleicht auch zu erweitern. Das schauen wir mal, wie sich das ganze Jahr entwickeln wird im kommenden Jahr. Und ich möchte euch heute in diesem Video nicht nur Danke sagen für das Jahr, sondern euch auch zeigen, was ich alles so geplant habe. Ein Thema, das auf jeden Fall noch gemacht werden muss, ist, dass wir hier vorne am Strand, am Fluss die letzten Dinge zu Ende bringen. Zum einen haben wir hier vorne noch diese kleine, ich sag mal, Landzunge. Da wird auf jeden Fall noch irgendwas draufkommen, um noch ein bisschen mehr Leben in das Ganze zu bringen, damit einfach hier vorne der Bereich endlich mal fertig wird. Und natürlich, ihr seht, der große Schandfleck in der Brickworld, Thors Hütte. Die Steine trudeln langsam ein. Es fehlen nicht mehr viele, das heißt, ich werde auf jeden Fall Thors Hütte ja endlich 2023 umsetzen. Im ersten Teil des Jahres auf jeden Fall, denke ich. Das nächste große Thema ist eine weitere große Lücke, eigentlich die größte Lücke, die auch das Gesamtbild sehr stört in meinen Augen, auch vielleicht in euren Augen, ist der Marktplatz. Hier ist eine riesige Lücke, hier fehlt jede Menge und ihr seht, hier sind schon die Grundlagen eingefangen, aber es muss noch einiges abgerissen werden, es muss einiges noch geändert werden und das ist ein Thema, was ich auf jeden Fall recht zeitnah angehen möchte, damit einfach hier der Blick auf die Stadt von vorne besser aussieht, damit das alles hier ein bisschen besser wird. Ihr seht auch hier vorne sind die Lücken langsam alle geschlossen und auch der Blick nach hinten soll einfach dazu führen, dass die restlichen Lücken geschlossen werden in 2023. Und natürlich der Bahnhof, dessen Fassade wir tatsächlich jetzt noch dieses Jahr geschafft haben. Es war ein bisschen knapp, aber wir haben die Fassade fertiggestellt. Dazu gab es ja einige Videos. Der Bahnhof wird auch 2023 uns begleiten. Mal schauen, wie weit wir kommen. Was wir auf jeden Fall machen werden, ist, das Dach wird da drauf kommen. Das werde ich 2023 so oder so da drauf klatschen. Das wird fertig werden. Ob wir auch das Innenleben des Bahnhofs fertig bekommen, das kann ich noch nicht sagen. Auf jeden Fall ist mir momentan erstmal wichtig, dass das Dach drauf kommt, damit das Gesamtbild für den Bahnhof einfach fertig wird, damit man hier drauf schauen kann und dann die Geschäfte im vorderen Bereich. Damit verbunden, wenn der Bahnhof voranschreitet, ist auch, wir gehen jetzt mal hier ein bisschen mehr in die Mitte, hier dieses Loch besteht ja seit einiger Zeit, da werden ja die Treppen bzw. Rolltreppen kommen, um dann in den Untergrund zu kommen, der ja dann zu den Gleisen führt. Das heißt, wir werden auch an den Gleisen, wir sind jetzt hier weiter rüber geschwenkt, auch hier an den Gleisen werden wir weiter arbeiten im kommenden Jahr. Das heißt, wir werden hier auf jeden Fall weiterarbeiten. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Holz arbeiten. Wir werden die Löcher reinsägen. Wir werden auch hier an den Gleisen und natürlich auch an den Bahnsteigen weiterarbeiten, damit einfach hier das Gesamtbild besser wird. Wir haben 2022 die Grundlagen geschaffen. Wir haben uns überlegt, wie die Bahnsteige aussehen sollen. Und das ist die perfekte Grundlage, um dann im kommenden Jahr einfach weiterzumachen und das ganze Bild zu vervollständigen. Und wenn wir schon von Gleisen reden, wollen wir natürlich auch in die andere Richtung ein bisschen vorangehen. Das heißt, wir haben ja hier unsere große Weichenanlage. Wir haben hier im letzten Update-Video uns überlegt, wie denn der Raum zwischen den Gleisen aussehen kann. Das Feedback war im größten Teil sehr positiv. Das heißt, wir werden das mehr oder weniger fortführen. Wir werden uns auch darum kümmern, dass wir die Oberleitungen hinbekommen. Wir werden auf jeden Fall erstmal anfangen mit den Masten. Ob wir auch die Leitungen schon spannen, da bin ich noch nicht ganz sicher. Wir müssen einfach mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Ich glaube jedoch nicht, dass 2023 schon ein Zug im Kreis fahren können wird, denn dafür brauchen wir deutlich mehr Tische. Ich weiß es nicht, wer weiß, was 2023 alles passiert. Vielleicht geht das ganze Projekt durch die Decke und wir kriegen so viel finanzielle Mittel, um doch noch einfach mal den Tisch weiterzubauen und einfach mal einen Kreis zu haben. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall ist das ein Thema. Und nächstes Thema, wir haben ja vor einiger Zeit darüber gesprochen, es kam sehr viel Feedback. Der Busbahnhof, der jetzt hier auf dem Tisch ist, auf dem ja bisher eigentlich noch nicht groß was passiert ist, der wird auch im kommenden Jahr ein Thema werden. Das heißt, wir werden hier anfangen, den Busbahnhof zu bauen. Wir werden den Übergang bauen rüber zum anderen Seite des Tisches. Da haben wir ja angefangen mit unseren Schallschutzmauern. Auch der Weg ist ja schon angefangen, damit das alles hier ein bisschen zusammenwächst. Und hier haben wir auch Platz für neue Projekte, die abseits des Themas Bahnhof sind. Wir haben hier Platz für neue Gebäude etc.
Und ich denke, dass das nicht eine Betonwüste werden wird, sondern es wird viel Neues, kleine Geschichten für die Brickworld bieten am Ende. Und wenn wir jetzt schon mal hier sind, ich habe es angesprochen, Erweiterung. Die erste Erweiterung, wenn sie 2023 kommen wird, ich kann es wie gesagt noch nicht sagen, ist, dass wir hier, wo ihr jetzt seht, ich gehe ein bisschen zurück, dass hier der Tisch drankommt, sodass die Gleise in Richtung des mehr geplanten ländlichen Bereiches fortgeführt werden können. Das heißt, wir werden hier die Gleise für die Bahnsteige wieder zusammenführen, auch vermutlich wieder zu 3 Gleisen, damit eben das Durchfahrtsgleis funktioniert. Und je nachdem, ich weiß nicht, wie viel Platz wir brauchen, können wir dann schon mal anfangen, die Gleise wieder aufzuspalten für die Pläne, die ich dann noch habe. Und natürlich werden auch noch die Bahnsteige ein bisschen fortgeführt, je nachdem, wie lang die Gleise sind, damit das ganze Gesamtbild sich hier einfach fortführt. Es sind viele Dinge, mal schauen, was passiert. Und das ist auch noch ein kleiner Schandfleck. Es ist diese Lücke hier, die vor allem noch größer geworden ist, seitdem wir das Ganze am Anfang beim Umzug auseinandergezogen haben. Wir müssen die beiden Gebäude, denke ich, fertig kriegen, bevor wir eigentlich drüben am Busbahnhof anfangen können, neue Gebäude zu bauen. Vor allem der Blick hier durch Richtung Bahnhof, da sammeln sich die ganzen Lücken. Das ist die letzte große Sichtachse, die einfach ein Problem ist. Und ich denke und ich hoffe, dass wir die sogar Anfang des Jahres, im ersten Hälfte des Jahres vielleicht vervollständigen können, damit einfach der Blick hier durch besser wird und fertiger wird und vielleicht dieser Tisch in absehbarer Zeit fertig wird. Und der Untergrund ist auch ein Thema. Damit haben wir ja zum 10.000er Abo-Special angefangen im neuen Layout. Wir haben einige kleine Szenen schon eingebaut, wie hier Gargantos gegen Dr. Strange und natürlich auch angefangen mit dem Untergrund, wobei hier ja im Prinzip noch eine Platte drunter muss, wo dann die eigentliche U-Bahn-Anlage hinkommen wird. Mal schauen, ob wir die, ja, was weiß ich, vielleicht beim 20.000er Abo-Special, wer weiß, wann das sein wird. Und wir werden auch hier rüber weitere Bretter einziehen müssen, um dann eben die Verbindung rüber zu schaffen zum Bahnhof und dann auch nach und nach hier alles verkleiden zu können. Meine Idee ist immer noch, alles bis zum Boden zu verkleiden. Mal schauen, was daraus wird. Ich denke, das wäre eine Sache, die man erstens, zumindest ich kenne es auch nicht aus irgendeiner anderen Lego-Stadt, und zweitens, glaube ich, einen sehr interessanten Blick gibt, wenn man die Tische gar nicht mehr sieht, auch keine Vorhang oder so, sondern einfach nur eine Wand nach unten aus Legosteinen mit kleinen Geschichten. Ich glaube, das wäre eine schöne Sache und auch hier links der Fluss, da kann man auch noch einiges machen. Ansonsten bleibt mir gar nicht mehr viel zu sagen, außer guten Rutsch ins neue Jahr. Vielen Dank für eure Treue, für die vielen tollen Ideen, für die vielen Meilensteine, die wir zusammen geschafft haben, die vielen Dinge, die wir zusammen umgesetzt haben. Und ich hoffe und denke, dass wir auch im kommenden Jahr dort weitermachen können, wo wir dieses Jahr aufgehört haben. Es wird ja ein fließender Übergang sein ins nächste Jahr und dass wir hier noch einiges vor uns haben. Und ich bin gespannt, wohin die Reise geht. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich sage nochmal vielen, vielen Dank für eure Treue, für all die Unterstützung, sei es durchs Schauen, durch Spenden oder auch durch die vielen Post, die ich von euch bekommen habe. Das sage ich einfach nur vielen, vielen Dank und wir sehen uns im kommenden Jahr und dann bleibt mir nichts zu sagen, außer Tschüss.